Hier ist ein Gelehrsamkeitstest für Sie. Wir haben für Sie 11 Fragen ausgewählt, mit denen Sie Ihr Wissen testen können. Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten: Mathematik, Physik, Geographie, Geschichte, Literatur, Biologie, sowie Fragen zum Allgemeinwissen. Jede Frage hat 3 Antwortmöglichkeiten und nur eine richtige Antwort. Zu jeder Frage gibt es eine kurze Erklärung mit sehr interessanten und nützlichen Fakten. Bist du bereit? Dann lass uns beginnen. Welcher Nation gehört die Osterinsel, die für ihre geheimnisvollen Steinskulpturen bekannt ist? Die Osterinsel ist eine Vulkaninsel chilenischen Ursprungs, die im Südpazifik zwischen Chile und der Insel Tahiti liegt. Zusammen mit der kleinen unbewohnten Insel Sala Y Gómez bildet sie die Gemeinde und Provinz Isla da Pascua in der Region Valparaíso. Der lokale Name, den die polynesischen Walfänger der Insel gaben, ist Rapa Nui. Durch welches Land fließt der Rhein nicht? Der Rhein ist ein wichtiger Fluss in Westeuropa, der in die Nordsee mündet. Er fließt durch das Gebiet von 6 Ländern: Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Die Länge des Flusses beträgt 1233 Kilometer. Er entspringt in den Alpen auf einer Höhe von 2412 Metern. Welche Stadt hat eine Sanduhr mit Bernsteinstücken anstelle von Sandkörnern? Liepāja ist eine Stadt in Lettland, an der Küste der Ostsee. Anlässlich der 750-Jahr-Feier von Liiva, der Quelle von Liepāja, im Jahr 2003 brachten die Einwohner Bernsteinstücke unterschiedlicher Größe mit einem Fassungsvermögen von über 50 Litern mit, um die Bernsteinuhr herzustellen. Welches der folgenden Gerichte ist das Nationalgericht der mexikanischen Küche? Burritos gehören zu den häufigsten mexikanischen Gerichten und sind eine sehr schmackhafte und nahrhafte Mahlzeit. Ein traditioneller Burrito besteht aus einer Weizentortilla, genannt Tortilla, in die eine Füllung aus Fleisch und Gemüse eingewickelt wird. Wie heißt das größte Tier, das jemals auf dem Planeten Erde gelebt hat? Der Blauwal ist der größte Wal, das größte moderne Tier und wahrscheinlich das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Er ist bis zu 33 Metern lang und kann weit über 150 Tonnen wiegen. Er kann bis zu 40 Millionen kleine Krustentiere pro Tag fressen. Was ist Aquakultur? Aquakultur, Aufzucht und Kultivierung von Wasserorganismen, Fische, Krustentiere, Weichtiere, Algen, in natürlichen und künstlichen Gewässern sowie in speziell angelegten Meeresplantagen. Wozu diente der Pferdeschwanz auf den Helmen der Dragoner-Soldaten? Der Pferdeschwanz am Kopfschmuck der Dragoner diente nicht der Einschüchterung, sondern dem Schutz vor Schlägen auf den Kopf, da das flexible und starke Rosshaar den Schlag abfederte. Warum hat die Kappe eines Kugelschreibers manchmal ein Loch? Zum ersten Mal wurde eine solche Kappe von Beck im Jahr 1991 eingeführt. Es stellte sich heraus, dass die neue Kappe das Leben von Kindern und Erwachsenen retten konnte. Während sie auf dem Griff sitzt, ist es eine schlechte Angewohnheit, dass Menschen gerne kauen und beißen. Es kommt vor, dass die Kappe versehentlich in die Luftröhre fällt, und erst das Loch in der Kappe lässt genügend Luft hindurch, bis medizinische Notfallhilfe geleistet wird. Woran leiden Sie, wenn Sie eine Polynosse haben?
Die Pollinosse oder saisonale allergische Rhinokonjunktivitis ist eine saisonale Erkrankung, die bei Menschen jeden Alters auftritt und bei der vorwiegend die Augen- und die Nasenschleimhaut betroffen sind, verursacht durch eine allergische Reaktion auf Pflanzenpollen. In welchem Land wurde das Gericht Risotto erfunden? Risotto ist ein italienisches Reisgericht mit einem milden, cremigen Geschmack. Es wurde erst im 19. Jahrhundert erstmals schriftlich erwähnt. Je nach den Gepflogenheiten der Region wird der Reis in Olivenöl, Butter oder Hühnerfett vorgebraten. Anschließend wird kochende Brühe oder normaler Fond nach und nach zum Reis gegeben und unter ständigem Rühren gedünstet. Die nächste Portion Flüssigkeit wird erst zugegeben, wenn die Reiskörner die vorherige Portion aufgesogen haben. Am Ende der Garzeit wird die gewünschte Füllung, Fleisch, Meeresfrüchte, Pilze, Gemüse oder Trockenfrüchte, hinzugefügt. Es gibt viele Variationen von Risotto, das Gericht hat keine genaue Zusammensetzung der Komponenten und das Verhältnis der Produkte. Wovor fürchtet sich eine Person, bei der Autophobie diagnostiziert wurde? Autophobie, von griechisch Selbst und Angst, ist eine pathologische Angst vor Einsamkeit. Manifestationen: innere Unruhe, geistige Leere, Langeweile, Unbehagen. In der Regel tritt dieses Gefühl auf, wenn ein Mensch allein ist und immer versucht, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, aber oft vergeblich. In der Psychotherapie wird es mit der fehlenden emotionalen und körperlichen Verbindung zu den Eltern erklärt.